Helgoland, Deutschlands einzige Hochseeinsel, und ihre vorgelagerte Düne bieten einen einzigartigen Lebensraum. Ein besonderer Höhepunkt der Natur spielt sich hier jedes Jahr im Winter ab. Die Kegelrobben bringen ihre Jungen zur Welt. Von November bis Januar kommen Besucher, Fotografen und Forscher auf die Insel, um dieses beeindruckende Schauspiel mitzuerleben. Die größten Raubtiere Deutschlands beeindrucken nicht nur durch ihre Größe, sondern auch durch ihre Anpassungsfähigkeit an das Leben in der Nordsee. Erwachsene Männchen, auch Bullen genannt, können bis zu 2,5 Meter lang werden und dabei ein Gewicht von über 300 Kilogramm erreichen. Weibchen sind kleiner und wiegen durchschnittlich etwa 150 Kilogramm. Der Name Kegelrobbe stammt übrigens von der charakteristischen Form ihres kegelförmigen Kopfes, der die Art unverwechselbar macht. Eine überraschende Entdeckung in der Verhaltensforschung der Kegelrobben aus den letzten Jahren ist, dass sie nicht nur Fische und Krebstiere jagen, sondern auch ihre kleineren Verwandten, die Seehunde. Diese Erkenntnis wurde durch Beobachtungen und Untersuchungen von Seehundkadavern mit charakteristischen Bisswunden bestätigt. Forscher konnten dokumentieren, wie Kegelrobben Seehunde attackieren und fressen, was zeigt, dass sie opportunistische Jäger sind, die ihre Beute je nach Verfügbarkeit auswählen. Dieses Verhalten wurde vor allem vor Helgoland, jedoch auch in anderen Regionen beobachtet, wo Kegelrobben und Seehunde denselben Lebensraum teilen. Helgolands Düne bietet den Kegelrobben einen der wichtigsten Ruhe- und Geburtsorte in Mitteleuropa. Selbst aus Gegenden wie Schottland reisen die Tiere für dieses Spektakel nach Helgoland. Damit dieser Lebensraum erhalten bleibt, müssen Besucher verantwortungsvoll handeln. Der Mindestabstand von 30 Metern zu den Tieren ist zwingend einzuhalten. Zu große Nähe kann die Tiere erheblich stressen und im schlimmsten Fall dazu führen, dass Mütter ihre Jungen verlassen. Besonders bei kämpfenden Bullen oder Müttern mit Jungtieren ist Vorsicht geboten. Ein schneller Angriff der Tiere kann ernsthafte Verletzungen verursachen, welche sogar Amputationen zur Folge haben. Kegelrobben gebären zwar an Land und ruhen dort, sind aber hervorragende Schwimmer und Jäger. Der tiefste gemessene Tauchgang einer Kegelrobbe betrug 477 Meter. Ihre Nahrung besteht vor allem aus Fischen wie Heringen, Dorschen und Sandaalen, aber auch Tintenfische und Krebstiere stehen auf ihrem Speiseplan. Mit ihren kräftigen Kiefern und spitzen Zähnen können sie ihre Beute festhalten und verschlingen. Im Wasser bewegen sie sich mit einer Eleganz, die an Land kaum vorstellbar ist. Dort bewegen sie sich eher behäbig, doch der Eindruck täuscht.
Kegelrobben können sich blitzschnell bewegen und kräftig zupacken, wenn sie sich bedroht fühlen. Gerade zur Paarungszeit und während der Jungaufzucht sind sie besonders wachsam und können Menschen gefährlich werden, die in ihre Nähe kommen. Während der Wintermonate beginnt auch die Fortpflanzungszeit der Kegelrobben. Kurze Zeit nach der Geburt ihrer Jungtiere sind die Weibchen bereits wieder empfängnisbereit. Zu dieser Zeit kämpfen die Bullen erbittert um ihre Weibchen. Die mächtigen Männchen treffen in intensiven Rivalenkämpfen aufeinander. Sie rammen sich mit ihren Körpern, reißen das Maul auf und setzen ihre kräftigen Zähne ein, um Konkurrenten zu vertreiben. Diese Auseinandersetzungen hinterlassen oft deutliche Narben und Wunden, die viele Bullen als Kampfspuren tragen. Der stärkste Bulle gewinnt schließlich das Paarungsrecht. Nach der Paarung tritt bei den Kegelrobben ein besonderer biologischer Mechanismus ein, die Keimruhe. Die befruchtete Eizelle nistet sich zunächst nicht in der Gebärmutter ein. Erst mehrere Monate später setzt die tatsächliche Entwicklung ein, wodurch die Jungtiere erst im folgenden Winter zur Welt kommen. Diese zeitliche Verzögerung stellt sicher, dass die Geburt immer in den Wintermonaten stattfindet, wenn die Weibchen ausreichend Fettreserven aufgebaut haben und an Land zur Ruhe kommen können. Die Ranger der Düne sorgen dafür, dass die Regeln zum Schutz der Kegelrobben eingehalten werden. Sie informieren die Besucher, achten auf die Einhaltung des Abstandes und schützen die Tiere vor Störungen. Mit ihrer Arbeit leisten sie einen wichtigen Beitrag dazu, dass Menschen und Tiere hier nebeneinander existieren können. Die Kegelrobbenjungen, zwischen November und Januar geboren, sind bei ihrer Geburt etwa einen Meter lang und wiegen zwischen 10 und 15 Kilogramm. Ihr weiches, weißes Lanugo-Fell schützt sie zwar vor der Kälte, aber nicht vor Nässe. Deshalb bleiben die Jungtiere zunächst an Land. In den ersten Lebenswochen sind sie völlig auf ihre Mutter angewiesen. Die Muttermilch der Kegelrobbe hat einen Fettgehalt von rund 50%, was den Jungen ein schnelles Wachstum ermöglicht. Innerhalb von nur 3 bis 4 Wochen vervielfachen sie ihr Gewicht, oft auf mehr als 40 Kilogramm.
Während dieser Zeit nimmt die Mutter kaum Nahrung zu sich und zehrt von ihren eigenen Fettreserven. Nach dem Ende der Säugezeit verlassen die Weibchen ihre Jungen und kehren ins Meer zurück, um ihre Energiereserven wieder aufzufüllen. Während die Jungtiere allein an Land zurückbleiben, darauf wartend, dass das weiße Fell sich gegen das graue Fell der erwachsenen Tiere, welches wasserdicht ist, ausgetauscht hat. Kurz darauf wagen sie ihre ersten Schwimmversuche und lernen das eigenständige Jagen. Kegelrobben galten lange Zeit als stark bedrohte Art. Überfischung, Jagd und Umweltverschmutzung führten im 20. Jahrhundert zu einem dramatischen Rückgang der Bestände. Dank strikter Schutzmaßnahmen erholt sich die Population heute langsam. Helgoland spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Düne ist nicht nur ein besonderes Stück Land für die Tiere, sondern auch ein Symbol für erfolgreichen Naturschutz. Zur Zeit, als die Dokumentation 2024 entstand, haben bereits 1000 Jungtiere das Licht der Welt erblickt. Es erinnert uns daran, wie wertvoll der Erhalt unserer Umwelt ist. Nur durch gegenseitige Rücksichtnahme und den Respekt vor diesen faszinierenden Tieren kann dieser einzigartige Lebensraum erhalten werden. Die Kegelrobben von Helgoland sind ein lebendiges Beispiel für die Kraft der Natur und ihre Fähigkeiten zurückzukehren, wenn wir ihr Raum dafür geben. Lassen wir uns von diesem Wunder der Wildnis inspirieren und tragen wir dazu bei, es für die kommenden Generationen zu schützen.